willkommen auf unserem Kanal zu einem neuen Vlog hier in Istanbul. Ja Leute, heute beginnt unser Abenteuer und wir haben uns was ganz Cooles ausgesucht und zwar haben wir einen Istanbul E-Pass. Das ist praktisch eine elektronische Eintrittskarte zu ganz, ganz vielen Attraktionen hier in Istanbul. Man kann dann zwischen vielen auswählen. Wir haben uns jetzt einen 3-Tages-Pass besorgt und haben uns dann auch für 3 Tage einen vollen Plan gemacht und starten auch heute. Wir haben es jetzt auch erst kurz vor 8. Also ja, der Tag startet früh und endet sehr, sehr spät. Deswegen ja, wir nehmen euch jetzt mit ins Abenteuer und sind gespannt, wie Istanbul so auf uns wirkt. Wir sind jetzt im Topkapi Palast und wir sind richtig Touring-mäßig unterwegs, hier mit Headset und so alles. Das ist unser Tourguide da vorne. Und ja, jetzt schauen wir uns einmal den Palast an. Wir sind jetzt richtig kultiviert. Ja. Hallo aus dem Dolmabahce Oh Palast. Gott, wie schlecht bist du? Dolmabahce. Dolmabahce Palast. Unser Tourguide, er hat eine richtige Fahne diesmal. Ja, es ist sehr anstrengend, weil er erzählt ziemlich viel. Aber wir bemühen uns, am Ball zu bleiben. Wir sind stets bemüht. Ich dachte, nach Rumänien war es das mit dem Wandern, aber Alter, wir gehen die ganze Zeit so steil. Das ist ein ganz normaler Walk durch Istanbul. Leute, wir sind jetzt in Taksim angekommen. Das ist ja auch eine sehr bekannte Straße. Ich hoffe, dass wir auf ein paar Stars treffen und das machen wir hier bei Madame Tussauds. Da gehen wir jetzt rein. Let's go! Jetzt geht das Paradies los. Mein Baby. Nein, er ist viel cooler. Hier ist Nick. ET nach Hause telefonieren. Guten Morgen, Freunde. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, waren wir gerade beim Hammam. Und Hammam ist ja ein türkisches Bad sozusagen, wo man gepielt wird und die Hautschuppen abgeschrubbt werden. Und ja, das war richtig, richtig schön. Ich kann es euch allen nur empfehlen, das mal gemacht zu haben. Die Haut fühlt sich wirklich
wie ein Babypopo an und wir haben jetzt pro Person 11 € gezahlt, dafür, dass wir praktisch den ganzen Tag da sein durften. Wir haben ein Peeling mit, so ein Kaffee-Peeling war das, mit so Kaffeebohnen haben wir das gehabt. Dann haben wir eine Massage bekommen, dann so mit Schaum und das halt das traditionelle Abschrubben mit diesem Hammamtuch. Ich meine, für 11 €, wow, kann man sich halt echt gar nicht beschweren. Und ja, das Schöne war auch, es war halt nicht so ein Touristen-Hammam, sondern das war einfach so ein einheimisches mitten hier in der Gegend, wo halt auch einheimische Leute hingehen. Und es gibt halt einmal so einen Bereich für Männer und einmal einen Bereich für Frauen. Hallo. Und genau, also wenn ihr mal in Istanbul seid oder in der Türkei, müsst ihr das auf jeden Fall machen. Am besten ihr macht das am Anfang vom Urlaub, weil dann zieht die Bräune noch besser ein. Genau. Okay. Heute ist Tag 2, wo wir den Istanbul E-Pass benutzen. Und heute geht es einmal zum Galata Tower. Was machen wir noch? Dann besuchen wir das Museum of Illusions. Und heute Abend machen wir eine richtig fancy Dinnerfahrt über den Bosporus. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wir werden einfach die ganze Zeit einen Typen hier links beobachten. Und hier müssen wir jetzt erstmal hoch, weil der Galata-Turm ist ganz unten. Okay, komm, wir gehen jetzt. Hello? Yes. Hello, taxi. We don't need a taxi. No, sorry. Du nimmst es noch auf? Du nimmst es noch auf? Ja. Was war das? Wir haben ja eben schon gesagt, dass wir kein Taxi brauchen. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt unser Weg. Schön, Ich oder? kann jetzt schon nicht Super. Wir gehen jetzt ins Museum of Illusions. Jetzt geht's hier ab. Oh Gott, furchtbar. Ich kann nicht, ich kotze. Ich kotze dann. Und guck mal in die Kamera. Bei dir nicht? Hey Freunde, wir haben eine Bootsfahrt gebucht mit Dinner und Show und allem drum und dran. Und dafür werden wir von einem bestimmten Spot hier in unserer Nähe von unserem Apartment abgeholt. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg und hoffen, dass er noch da steht, weil wir sind ein bisschen spät dran. Ciao! Wir haben es geschafft. Wir sitzen jetzt im Bus. Im Privatbus. Weißt du auch, mit wem wir hier im Bus Ne? Mit Mit den dem Leuten, die es interessiert. Nein. Hier sind keine Leute, das interessiert halt niemanden. Wir sitzen hier mit dem Busdriver. It's the bus driver, driver. Unser Bus wartet. Unser Bus, unser Boot. Ach so. So, gerade angekommen, gibt es schon Essen. Und Freunde haben sich auch schon gefunden. Mein neuer Freund. Zeig mal. Hä? Was? Ja, ich hab ihn drauf. Ach so. Und so sieht es ja aus, richtig schön. Das Boot wackelt ein bisschen, aber naja,
Wir werden jetzt erstmal essen, ne? Es geht gleich los. Er ist aufgeregt, Handheben. Üsküdar'a giderken güzeller gördüm. Wir haben nicht so viel geschlafen, aber wir sind natürlich schon auf den Beinen, denn heute fahren wir mit einem Boot zu einer Insel, und zwar der Princess Island. Das ist eine Insel hier in der Nähe von Istanbul und wir sind sehr gespannt. Wir sind gespannt. Also hier ist die Interpark. Wir sind jetzt angekommen auf der Princess Island und wir schauen uns jetzt ein bisschen um, ne? Yes! So, wir waren so hungrig, dass wir uns erstmal im Supermarkt Snacks besorgt haben. So, was hier? Schokolade. Guck mal. Noch mehr Schokolade. Und das hier, Tutti Frutti. Oder Frutti. Melone. Und Baklava. Nee, du hast das mit Baklava. Ja. So was hier. Ist anscheinend auch ein bisschen bekannt von TikTok. Wussten wir nicht. Ja, und wir probieren das jetzt einmal und gucken uns ein bisschen die Insel an. Achso, wir sind ja noch in Istanbul. I'm lost in Istanbul. Oh na na na. Oh na na na. I'm lost in Istanbul. So, wir sind jetzt fertig mit der Bootsfahrt. Wir haben 2 schöne Inseln besucht und hatten dann auch noch Mittagessen auf dem Boot. Das alles ging ungefähr, wie lange ging das? Von 9 bis 16:30 Uhr. Genau, also quasi den ganzen Tag. Und ja, war quasi umsonst mit dem E-Pass Istanbul. Und wir hatten eine Menge Schlaf auch bekommen. Genau. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Zisterne Basilika, auch Versunkener Palast genannt. Das ist ein antiker Wasserspeicher. Und ja, das ist so eine Art Museum und da gehen wir jetzt hin und gucken uns das Ganze mal an, wie das ausschaut. Oh. Hi. Hello. Ready for a wish? Ja. Okay. Einfach rein. Und dann was wünschen? Und hast du dir was gewünscht?
Dreimal dürft ihr raten, wer vergessen hat, die Tücher von zu Hause mitzunehmen. Ja, Leute, nehmt euch auf jeden Fall Kopfbedeckung mit, wenn ihr zu Hagia Sophia gehen wollt. Ansonsten kriegt ihr hier so eine Einmaltücher. Ja, aber seid einfach schlauer als wir. Ja, Leute, das war die Hagia Sophia. Ihr seht sie auch noch im Hintergrund. Sie ist wirklich sehr beeindruckend. Als allererstes wurde sie 537 nach Christus erbaut und war als allererstes eine Kirche. Das war sie auch eine sehr, sehr lange Zeit. Bis dann um 14. Jahrhundert rum sie eine Moschee war. Dann war sie eine lange Zeit ein Museum und seit 2020, also gar nicht so lange her, ist sie nun jetzt wieder eine Moschee. Auf jeden Fall lohnt es sich reinzugehen. Der Eintritt ist umsonst, man kann da ganz einfach reingehen. Denkt an bedeckte Kleidung, denkt an eine Kopfbedeckung, ansonsten bekommt ihr die dort auch. Ja, macht es einfach schön. Hey Freunde, guten Morgen! Ja Leute, wir haben uns jetzt einen Frühstücksspot rausgesucht und was ist jetzt rausgesucht? Wir sind hier einfach lang gegangen, wurden angesprochen und es sah ganz nett aus und dachten wir so, okay, let's go. Und der Eingang sieht schon mal sehr vielversprechend aus. richtig schön. Ich bin gespannt, wie es oben ausschaut. Wir fahren jetzt in die 3. Etage, denn es ist ein Rooftop-Lokal. Café-Lokal. Let's go! Leute, das Frühstück ist jetzt angekommen. Ja, mit einem wunderschönen türkischen Frühstück endet auch so mit unserer Istanbul-Reise. Wir haben euch jetzt 5 Tage mitgenommen und euch versucht, so viele Eindrücke wie möglich zu zeigen. Wir waren allerdings 2 Wochen jetzt hier in Istanbul und ja, haben natürlich neben dem Ganzen, was ihr gerade gesehen habt, auch Familie besucht, viel mit Familie und Freunden telefoniert, auch viel gechillt. Wir haben sehr, sehr gut gegessen die letzten 2 Wochen, weil das Essen hier einfach 1A ist und halt für uns als Deutsche günstig. Ja, wir haben auch viel so im Hintergrund geplant, wie es weitergeht, wo es so hingeht, was wir dafür alles brauchen. Also ja, wir haben euch jetzt die 5 Tage mitgenommen, haben euch versucht ein bisschen was zu zeigen. Istanbul ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön, sehr beeindruckend. Man kann hier super viel erleben und unternehmen. Ich glaube, wir hätten noch viel mehr machen können, aber wir haben uns eigentlich nach den 2 Wochen eigentlich schon wie zu Hause gefühlt, weil man schon teilweise wirklich ohne irgendwie Navigation, ohne irgendwie sich durchzufragen, klar kam. Man brauchte irgendwie gar nichts mehr irgendwie an Hilfe. Also es hat sich schon so ein bisschen angefühlt, als wenn wir so Einheimische wären. War echt cool. Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt, eine sehr, sehr große Stadt mit vielen, vielen Menschen. Also plant unbedingt etwas Zeit ein, wenn ihr auch mal nach Istanbul fahren wollt. Was wir empfehlen können, ist auf jeden Fall der Istanbul E-Pass, den wir hatten. Den könnt ihr euch online kaufen und da gibt es so verschiedene Kategorien, also zum Beispiel 3 Tage, für 5 Tage und für 7 Tage ist dann jeweils eine andere Preisstufe und damit könnt ihr halt viele Attraktionen und so weiter kostenlos besuchen, beziehungsweise das ist dann alles in dem Preis mit drin und da spart ihr auf jeden Fall eine Menge Geld. Ja, wir hatten das nämlich so gemacht, dass wir erst zusammengerechnet hatten, okay, was wollen wir machen, was wollen wir sehen und wie viel würde das alles einzeln kosten. Und am Ende sind wir einfach bei der Summe genau angekommen, die wir eigentlich jetzt für 2 Personen gezahlt haben. Also wir haben genau 50% gespart, also es hat sich super gelohnt und dadurch, dass man das ja auf 3 Tage begrenzt hat, versucht man ja natürlich so viel abzuklappern, wie es geht und die 3 Tage waren voll, aber wir haben auch super vieles erlebt und Cooles gemacht. Also es hat sich gelohnt. Genau, wo ihr auch noch sparen könnt, ist mit der Istanbul Metro Card. Statt Taxi zu fahren immer, holt euch diese Karte, die gibt es an jeder Metrostation, Zugstation und damit könnt ihr
Straßenbahn fahren, Metro fahren, Bus fahren. Fähre könnt ihr auch, Fähre, also wenn ihr genau. nach Asien zum Beispiel wollt, auf die asiatische Seite könnt ihr damit fahren. Und ich glaube, die längste Fahrt, also wenn ihr bis zur Endhaltestation fahren, kostet 75 Cent umgerechnet. Und wenn ihr sogar nur eine Kurzstrecke habt, kriegt ihr das Geld sogar zurück, wenn ihr die Karte wieder rauflegt. Also es ist einmal so eine einmalige Karte, die ihr bezahlt, und das ist halt super praktisch und alle nutzen das dort eigentlich. Weil mit dem Taxi bist du aber viel zu lange unterwegs. Und selbst wenn ihr Taxi mal fahren wollt, also Auto, dann benutzt trotzdem die App Uber, würde ich jetzt eher sagen. Also ansonsten besteht darauf, dass der einen Taxometer auf jeden Fall einschaltet, wenn ihr da einsteigt. Genau. Ansonsten, ja, wir waren auch noch viel auf dem Bazar. Also jeder Tag war gefühlt Bazartag und wir lieben es. Also es ist einfach auch lustig, nur da durchzugehen und sich so die Leute anzuschauen, was es so gibt. Gibt ja wirklich eine Menge dort. Also shoppen könnt ihr da ohne Ende, Leute. Deswegen nehmt auf jeden Fall ein bisschen Platz im Koffer mit, wenn ihr da hinfahrt. Ja, für uns war es eine richtige Challenge, nichts zu kaufen. Ja. Natürlich ist die eine oder andere Sache mitgekommen, die wir auch brauchten, aber es war wirklich hart, weil es ist alles super dort. Also sei es jetzt von Schmuck bis hin zu Klamotten, bis zu Schuhen und Taschen, das ist einfach ein Paradies, egal ob für Mann oder Frau. Ansonsten, ja, es war einfach eine sehr schöne Reise, schöne 2 Wochen. Wir sind so herzlich von der Familie empfangen worden. Es ist einfach eine unserer Lieblingsstädte, glaube ich, ne? Ja, vor allem war es auch so krass, als wir angekommen sind abends um 23 Uhr. Die Stadt lebt einfach. Es gibt halt einfach kein Ende. Das ist einfach eine Millionenstadt. Diese Stadt schläft nicht. Du kannst noch um 3 Uhr nachts Köfte mit Chai dort speisen. Das ist gar kein Problem. Und das ist einfach so ein krasser Effekt, weil wir sind aus Rumänien gerade gekommen, wo das ganze Land um die 20 Millionen Einwohner hatte und dann eine einzige Stadt, Istanbul, 20 Millionen Einwohner. Das war einfach so, pff, das war krass. Aber ja, fliegt oder fahrt auf jeden Fall auch mal nach Istanbul, das lohnt sich und nimmt ein bisschen mehr Zeit mit als irgendwie nur ein Wochenende. Denn wenn ihr da seid, macht auf jeden Fall viel. Und ja, ihr braucht auch viel Geduld und rechnet mit 10 bis 20 Kilometer pro Tag, die ihr läuft. Ja. Dann ja, geht es jetzt für uns weiter nach Antalya. An die Küste. Ja, genau. Und was wir als nächstes so erleben, das seht ihr dann im nächsten Video. Bis dann! Ciao! Tschüss.